Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Einen schönen guten Morgen. Heute mal aus unserem Laden hier in Rosenheim. Das ist dem wirklich katastrophal schlechten Wetter geschuldet. Wir wollten schon seit einiger Zeit unseren Ferrari Testarossa mal bringen. Und den bringen wir jetzt auf ganz besondere Art und Weise. Der kommt nämlich eben gerade mit unserem Aufzug hochgefahren. Das war zu der Zeit, also Mitte der 80er Jahre, was ganz, ganz Besonderes. Der ist ja gebaut worden ab dem Jahr 1984. Und dieses Auto ist was ganz, ganz Spezielles. Und zwar ist der Wagen deshalb speziell, weil er eigentlich in erster Hand sich befindet und erst original 13.000 Kilometer hat. Da ist das gute Stück. Schaut euch dieses tolle Auto mal an. Das war zu der Zeit ein Auto, was man wirklich nicht bekommen konnte. Es sind riesige Aufpreise für bezahlt worden. Das war seinerzeit das schnellste und das schärfste, was gebaut wurde. Es gehen ja die Lampen vorne hier per Klappe auf und zu. Wir wollen das jetzt im Moment nicht machen, weil wir den hier nicht anmachen können, bei uns im Laden drin. Das Tolle an dem Auto, er befindet sich im vollkommenen Originalzustand. Der Wagen ist mal geboren in Neapel, das ist eine italienische Auslieferung. Und dann ist der Herr, das war ein Möbelhersteller, nach wenigen Jahren gestorben. Deswegen hat das Auto auch nur 13.200 originale Kilometer gelaufen und ist in sämtlichen Details original. Dann hat seine Witwe, die furchtbar traurig war, verständlicherweise das Auto weggestellt und eine Plane hat ihn stehen lassen viele Jahre. Und dann ist der Wagen praktisch vor 5, 6 Jahren entdeckt worden von einem Deutschen. Dann hat die Dame noch für ihn eine komplette Revision machen lassen, eine komplette Inspektion machen lassen mit dem Auto. Das heißt, es ist auch der Zahnriemen, es ist alles gemacht worden, was an dem Auto wirklich wichtig ist. Das heißt, damit stellt sich der Wagen heute reinsetzen, losfahren, kann man sagen. Er hat ganz wenig gelaufen, er ist aus erster Hand. Ich glaube, dass es weltweit sehr, sehr wenige Autos gibt, die sich in dieser Qualität und in diesem schönen, unverbastelten Zustand zeigen. Der ist auch nie richtig scharf gefahren worden. Er hat noch die ersten Reifen, das zeige ich euch gleich. Wir machen jetzt Folgendes, wir können das unten ein bisschen besser drehen. Wir fahren das Auto jetzt wieder runter, dann setze ich mich mal hinein, dann zeige ich euch mal die ganzen Details an diesem tollen Testarossa. Also wenn man sich überlegt, dass dieser Ferrari seinerzeit 250.000 D-Mark kostet, es gab Wartezeiten bis zum geht nicht mehr, es wurden wahnsinnige Aufpreise bezahlt, bis zum Doppelten des Wertes, ist das Auto ja heute wirklich günstig zu haben. Nur die meisten haben sehr viel gelaufen und das ist eben bei dem anders. Also man kann diese 13.200 Originalkilometer wirklich belegen und wenn man sich das ganze Detail bei dem Auto anguckt, egal wo man schaut, dann sieht man das auch. Hier ist der schwarze Grill, hier seht ihr das silberne Ferrari-Pferdchen hier vorne. Steinschläge hat er keine, also ich glaube, dass er seinerzeit nicht sehr schnell gefahren ist. Das Interieur schwarz ist völlig original. Hier allen bekannt das gelbe Ferrari-Logo, was ja jeden Ferrari ziert. Dann hat der Wagen, ich mache mal kurz die Tür auf. Griff übrigens hier unten drunter, man muss da drunter fassen, damit dann die Tür auch aufgeht. Das ist das originale Leder. Also man könnte vielleicht die Fahrersitze mal ein bisschen aufpolstern lassen auf der Stelle, aber kaputt ist da nirgends, was ist wie gesagt auch alles original. Originales Lenkrad, die schöne Kulissenschaltung, die es ja heute so in der Form gar nicht mehr gibt bei dem Auto. Vielleicht mal was zu den technischen Daten. Der Wagen hatte 390 PS bei 12 Zylindern. Es war ein Mittelmotor, also direkt hinter der Lehne von den Sitzen beginnt der Motor. Anders als beim Porsche 911, viel weiter nach vorne. Dadurch hat das Auto natürlich eine ganz irre Lastverteilung gehabt. Die Maschine ging also ungefähr von hier bis 4, wir zeigen euch das auch gleich nochmal. Er war damit in 5 Sekunden auf 100. Ich meine, da gibt es heute einige Autos, die das auch schaffen. Damals war das ein super Wert und war 290 Stundenkilometer schnell. Also wer zu der Zeit 1984, 85 so schnell gefahren ist, das war eine irre Geschwindigkeit. Ich meine, das ist heute natürlich auch noch. Aber in den 80er Jahren, ich kann mich da gut dran erinnern, da war ich gerade mit der Schule fertig, war das Auto. Also Ferrari Testarossa war was ganz Besonderes. Auch dieses tolle Design war ja Anfang der 80er Jahre total futuristisch. Das hat es so noch nicht gegeben und der Wagen war für jeden wirklich sofort erkennbar.
Das war halt ein echter Testarossa. Ich mache mal kurz auf, damit ihr euch mal den Motorraum anschauen könnt. Der ist nämlich wirklich spannend. Übrigens interessant, ein besonderes Extra sind diese Zentralverschlussfelgen mit Ferrari-Pferd. Das haben die meisten nicht gehabt vom Ferrari. Das sind auch die originalen Goodyear-Reifen von damals. Die sind natürlich nach 30 Jahren mittlerweile verhärtet. Das Auto ist, wie gesagt, Baujahr 1988. Damit ist er 33 Jahre alt, würde ein Oldtimer-Kennzeichen bekommen. Interessant ist der eigentlich für eine Sammlung, weil er völlig unverfälscht ist, weil er völlig original ist, weil man die Kilometer belegen kann. Es sind Checkhefte, alle Dokumente, es ist alles da, was nötig ist, um das Auto zu verifizieren. Jetzt mal gucken, da müsste eigentlich aufgehen. Ja, das war richtig. Ja, das ist die Originalmaschine, 12 Zylinder, 390 PS, 290 Stundenkilometer Spitze. Sehr weit, also liegt praktisch fast direkt über der Achse, kann man sagen. Bei normalen Autos liegt das ja viel, viel weiter hinter, wenn die einen Heckmotor haben. Die Maschine beginnt direkt hinter den Vordersitzen. Daher die irre Lastverteilung und man konnte also einen Testarossa mit sehr, sehr hohen Querbeschleunigungen fahren. Ich habe so ein Auto mal von Hamburg nach München überführt, als wir den verkauft haben. Also ab 300 bekommt man also wirklich schweißnasse Finger. Also meiner fuhr 320, ich kann mich noch erinnern, wie ich um den Münchner Ring herumgefahren bin. Das ist wirklich beeindruckend, da müsst ihr richtig Auto fahren. Und dadurch, dass man da so tief sitzt, man spürt wirklich mit dem Hintern direkt die Straße. Ist ein wirklich faszinierendes Automobil. Und wenn man sich überlegt, was so ein Auto mit der geringen Laufleistung nur 130.000 € kostet, meine ich, ist das extrem günstig. Und ich meine, dass ihr da zuschlagen solltet. Das ist nicht ein Auto mit 50.000 oder 80.000 Kilometern, wie viele angeboten sind, die schon mal einen Unfall hatten oder bei einiges dran war. Nein, super Dokumentenlage. Ich kann euch das auch gleich nochmal zeigen. Das ist im Auto alles in Ordnung. Das Einzige, ich meine, was natürlich auch original ist, sind die Reifen, aber ich glaube, dass die mittlerweile ein bisschen hart sind und mal in Ordnung gebracht. Das heißt, die brauchen neue. So, hier ist die Bordmappe. Es sind, wie gesagt, das ist das Radio, das sind die Radiounterlagen. Hier sind die sonstigen originalen Dokumente zum Fahrzeug. Testarossa, schaut mal hier. Owners Manual. Hier ist alles erklärt, was es braucht, was ihr wissen müsst, um so einen Wagen vernünftig zu betreiben. Natürlich in Italienisch. Der Wagen ist ja, wie gesagt, nach Neapel ausgeliefert worden. Ist immerhin in Neapel gelaufen. Und das sind sämtliche Ferrari-Händler, die es gibt weltweit. So. Und das sind praktisch die ganzen Serviceintervalle. Das ist das Checkheft. Und da könnt ihr sehen, dass das immer entsprechend abgestempelt wurde. Lässt sich auch nachvollziehen. Also es ist ein Auto in der kompletten Historie, wo es sich alles so gehört, wie man das bei so einem Auto erwartet. Also man bekommt hier sehr viel Auto, einen echten Testarossa, wunderschön original. Was man hier vielleicht nochmal machen könnte, man könnte ihn nochmal perfekt aufpolieren, da sind wir einfach nicht dazu gekommen, sage ich mal. Wir haben ihn nur einmal ordentlich sauber gemacht, aber wenn der richtig poliert dasteht, ist das Auto im Zustand wie ein Jahreswagen. Ist was ganz Besonderes und ein Sportwagen für das Geld mit der Leistung gibt es, glaube ich, so nicht. Toll ist halt die Originalität. Also vielleicht noch ein paar kleine Erklärungen, wie das hier innen alles angeordnet ist. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Hier gab es damals schon Spiegel links, rechts. Da haben wir die Kulissenschaltung 5 Gang sportlich. Ist der erste Gang immer unten links, Rückwärtsgang oben links. Dann seht ihr hier vorne in der Mitte, ist normalerweise ja da, in dem Fall ist es hier, Kilometerzähler. Jetzt hat er gelaufen 13.217. Da vorne ist die Tankbefüllung, Sprit und hier oben die Temperaturanzeige. Und was ihr hier vor euch habt, also das ist das originale Lenkrad, auch gar nicht abgegriffen. Das hat noch einen sehr, sehr schönen originalen Zustand mit Pferdchen in der Mitte, Ferrari Hupe, bis 320 Stundenkilometer. Und ich bin, wie gesagt, so einen Wagen mal gefahren. Also der ist seinerzeit, ich hatte ihn auf 320. Das sind ganz giftige, laute Autos, machen aber Spaß zu fahren. Aber wenn ihr dann aussteigt, habt ihr schweißnasse Hände. Also mir ging das jedenfalls damals so. Ja, da aber nochmal Temperatur, da oben auch Öl und dann halt der Drehzahlmesser. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei so einer Maschine, weil die kann man auch ganz schnell kaputt machen. Könnt ihr drehen bis fast 7000 Touren, die 400 PS. Das war eine ganze Menge. Dann, ihr seht hier Sportsitze, Leder, hier ist Mittelarmlehne, hier ist ein kleines Handschuhfach, damals noch Kassetten, die gibt es ja nun heute mittlerweile gar nicht mehr. Da ist auch hier hinten
Das entsprechende Kassettenabspielgerät, Blaupunktradio, also die Bedienungsanleitung habe ich euch ja gerade gesagt. Hier vorne ist die Lüftung. Das ist halt eben alles typisch Style 80er Jahre, war zu der Zeit aber das absolut schärfste, was es gab. Alternativ konnte man sich ja übrigens damals einen Porsche 928 kaufen, der auch sehr teuer war. Aber war nochmal ein ganz anderes Auto. Aber die haben damals Konkurrenten gehabt. Aber das rassige, richtig spannende Auto, das ist ein Testarossa gewesen. Fensterheber haben wir hier vorne auch. Elektrische Fensterheber hat er. Also man muss sagen, das ist alles, ist zwar sehr schick gemacht und so, aber es macht nicht den höchstwertigen Eindruck auf mich. Ne? Also höchstwertig ist anders, aber dadurch, dass es nie viel benutzt wurde, ist es immer noch in einem hervorragenden Zustand. Da wäre nichts dran zu machen. Ich mache das kurz mal wieder zu. Das ist alles in Ordnung und direkt hier hinter uns, da passt nicht mal eine Sporttasche rein. Dahinter sitzt schon der Motor und das merkt man natürlich auch. 12 Zylinder hat man also 30 cm hinter seinem Sitz. So, das führt natürlich zur fantastischen Fahrleistung, zu einer ganz tollen Straßenlage. War wirklich beeindruckend, kann ich sagen. Wie gesagt, ich bin so ein Auto mal 800 Kilometer gefahren. Ich weiß, wie der sich fährt, ist echt spannend. Ich meine, das Auto wurde bisher so wenig gefahren, da sind noch die ersten Bremsscheiben drauf und die ersten Bremsbeläge montiert. Das ist auch geprüft worden. Die sind noch lange nicht verschlissen, die sind sogar immer noch neuwertig in die Werkstatt, das brauchen wir gar nicht verändern, weil das ist alles noch original, so wie damals bei Auslieferung. Sonst, als der große Service gemacht wurde im Jahr 2015, 2016, hat man natürlich die Zündkerzen erneuert, die Einspritzdüsen gemacht. Das ist also alles tipptopp gemacht worden, damit ihr das Auto wirklich bewegen könnt. Wenn man so einen Wagen jetzt in Betrieb nimmt, er war ja beim Service, muss er langsam eingefahren werden, das muss langsam gesteigert werden. Aber ich sage mal, ihr könnt noch viele, viele Jahrzehnte Spaß und Freude damit haben, denn es ist ein Auto, was überhaupt nicht kaputt ist, was völlig original ist, wo nicht Tausende von Mechanikern, der eine so, der andere mal so dran gearbeitet haben. Es sind übrigens von dem Auto 7.177 Exemplare gebaut worden, also gut 7.000 und ich glaube, es gibt nur ganz wenige mit dieser Laufleistung. Da wird es nur eine Handvoll von geben, also ich denke mehr nicht. So, hier vorne könnt ihr die beiden Hebelchen, das ist hinten für die Heckklappe, das haben wir gerade gemacht. Das ist die Öffnung vorne für die vordere Haube am Auto. Ich ziehe das jetzt mal hoch. Ja, hier vorne ist das originale Bordwerkzeug zu sehen. Das ist noch nie benutzt worden. Das ist komplett beieinander. Hier, alles original Ferrari, so wie es gehört, so wie es damals original verpackt wurde, alles dabei. Dann haben wir hier vorne, das war in dem Fall jetzt der Wagenheber ETC. Und wir haben hier, was natürlich auch obligatorisch ist, Werkzeugset mit Ferrari-Aufdruck. So ist es ausgeliefert worden, ist nie benutzt worden, alles noch da. Ferrari-Schraubenzieherchen, also das ist schon nett. Das sind schöne kleine Details, was dieses Auto alles hat. Da fehlt wirklich nichts. So gehört eigentlich ein toller, original erhaltener Oldtimer, wenn er immer gut behandelt wurde. Ja, auch hier drin alles original. Ich schließe das mal wieder. Auto hatte, wie gesagt, keinen Unfall. Das passt alles, auch in der Karosserie. Man sieht, das sitzt alles. Er hatte irgendwo nur mal einen kleinen Kratzer. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Da ist minimal was beilackiert worden. Das ist wirklich alles, also es ist wirklich ein tolles Auto. Und der Wagen ist auch was für eine Sammlung. Ja, ich meine, dass ich jetzt alles gesagt habe, soweit an wichtigen Dingen zu dem Auto. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ruft mich gerne an. Das Auto steht hier in unserem Betrieb in Rosenheim. Wir wären den auch gerne gefahren, aber wir haben heute ganz schlechtes Wetter, da war das einfach nicht möglich. Wir haben ein schönes Wochenende gehabt, jetzt regnet und schneit das schon wieder. Das ist dieses Jahr ein bisschen verrückt. Daher geht das jetzt heute nur so, viermal so gedreht. Aber ich denke, das ist wirklich ein spannender Wagen, möchte ich auch gerne ans Herz legen, ist was Besonderes. Wer mehr wissen will, besucht mich hier in Rosenheim. Ja, dann bis zum nächsten Dreh. Herzliche Grüße, euer Stefan Luftschütz, freue mich auf euch. Bis dann, ciao.